So, heute wollen wir mal über das Thema sprechen, Auslösen einer Geschäftsleitungsbetriebsstätte in Spanien oder Portugal, wenn du Beckham Law nutzt oder den NHR-Status. Wir haben ja vielfach die Situation, dass wir hier für Mandanten Auslandsgesellschaften gründen für beide steuerliche Sonderstati, zum Beispiel in Malta oder in Zypern. Es gehen natürlich auch andere steuergünstige Gesellschaften. Die Idee ist, dass man dann von dem niedrigen Körperschaftsteuersatz in Malta 5%, Zypern 12,5% profitiert und sich den Ertrag als Dividende steuerfrei nach Spanien oder Portugal ausschütten darf. Wir wissen, insbesondere in Portugal beim NHR-Status, da schaut die Regierung bzw. die Finanzbehörde schon mal genauer hin, welche Struktur dort auch genau etabliert ist. Man kann es dort also nicht einfach eine Firma in einer Bananenrepublik gründen und dann hier die Gewinne steuerfrei vereinnahmen. In Portugal gibt es sogar eine Blacklist von solchen Rechtsformen und Sitzstaaten. Das gibt es in Spanien nicht. Spanien in gewisser Weise hier auch lockerer. Aber wie gesagt, da wird schon mal genauer hingeschaut, was eigentlich hier konkret für eine Struktur vorhanden ist. Also mal angenommen, wir haben jetzt eine Firma in Malta oder in Zypern, dann stellt sich ja die Frage, wo ist die Betriebsstätte dieser Gesellschaft? Ja? Habe ich zum Beispiel einen Geschäftsführer dort vor Ort in Zypern oder Malta? Habe ich dort ein Team? Habe ich dort ein Büro? Dann ist relativ klar, dass dort auch die Betriebsstätte ist. Was aber, wenn ich jetzt selbst der Geschäftsführer dieser Firma in Malta oder Zypern sein möchte? Was ist, wenn ich selbst vor Ort in Portugal oder Spanien hier für diese Gesellschaft auch arbeiten möchte? Vielleicht nicht Vollzeit, vielleicht nur ein paar Stunden pro Woche, ein paar Tage pro Woche, aber jedenfalls, ich will da ganz offiziell mitarbeiten und ich will da nicht irgendwas machen, was natürlich mit dem lokalen Steuerrecht nicht in Einklang ist. Die Frage ist also, wird auch dann eine Betriebsstätte ausgelöst oder ist es möglich, dass ich selbst der Geschäftsführer bin? Brauche ich immer einen Fremdgeschäftsführer, um mich abzusichern? Nun, die Frage lässt sich so pauschal nicht beantworten. Es hängt stark davon ab, was diese Gesellschaft natürlich tut. Ich kann dir sagen, dass wir mehrere Lösungen implementiert haben für Mandanten, wo es bei den Gesellschaften in Malta und Zypern keinen Fremdgeschäftsführer gab. Und diese Gestaltungen sind jeweils hier von den Steuerbehörden abgesegnet worden. Da wurden schon mehrere Steuererklärungen eingereicht und es gab nichts zu beanstanden. Das hängt aber eben auch stark vom Einzelfall ab. Einen konkreten Fall möchte ich kurz hier als Beispiel illustrieren. Es ging um eine Gesellschaft, die IT-Dienstleistungen erbracht hat. Die Gesellschaft war in Malta. Die Gesellschaft hat tatsächlich etliche freiberufliche Mitarbeiter, Softwareentwickler in allen möglichen Staaten, die dann über Upwork geheiert werden, Indien, Pakistan und so weiter und so fort. Der Mandant hat in Portugal gelebt mit NHR-Status. Er war selbst Geschäftsführer bei der Gesellschaft. Er war der einzige Geschäftsführer. Ja. Er ist regelmäßig nach Malta gereist, um sich dort um die Geschäftsführung zu kümmern. Und wenn ich meine regelmäßig, dann würde ich vielleicht sagen, alle 8 Wochen für ein paar Tage. Ja. Er hat dann in Portugal selbst ein Honorar von dieser Gesellschaft bezogen. Es war relativ bescheiden, ich würde sagen 3.000 € im Monat. Dieses Honorar wurde ihm eben als Geschäftsführungshonorar ausbezahlt. Dieses hat er dann auch in Portugal zu den üblichen Steuersätzen mit NHR-Status, also 20% versteuert, hat hier dann auch entsprechend Sozialabgaben in Portugal bezahlt und konnte letztlich dann die Nettodividende aus Malta in Portugal steuerfrei empfangen. Ja? Also mal angenommen, die Firma macht 100.000 Gewinn in Malta, dann zahlt er dort 5% Steuern, 95.000 fließen ihm dann steuerfrei in Portugal zu. Ähnliche Lösungen haben wir gemacht, auch in Spanien.
Es ist also durchaus möglich, dass man hier entsprechende Konstellationen hat. Es ist aber immer sehr wichtig, dass du hier mit deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt in Portugal, in Spanien sprichst, um dich hier entsprechend beraten zu lassen. Wir haben entsprechende Anwälte in Portugal und Spanien, die waren natürlich dann hier stark in die Gestaltung involviert, ist ja ganz klar. Da haben die von vornherein gesagt, in diesem konkreten Fall, dass dies also so möglich sei. Wobei eben die wichtigste Komponente definitiv ist, dass die Wertschöpfung nicht alleine in Spanien bzw. Portugal erbracht wird. Wenn du also ein Solo-Unternehmer, Solo-Freelancer bist, der jetzt überhaupt niemanden hat, der dir hier zuarbeitet im Ausland, dann kann ich dir sagen, wird es relativ schwierig sein. Du wirst also nachweisen müssen, dass die Wertschöpfung hier tatsächlich im Ausland erfolgt, nicht in deinem Wohnsitzland, dass dann vielleicht du in Portugal oder Spanien lebst, aber eben auch regelmäßig dann tatsächlich dort vor Ort bist, am Sitzstaat der Gesellschaft in Malta, um hier die wichtigen Entscheidungen zu treffen. Und eben, dass ein Teil des Gewinnes, jedenfalls als persönliches Gehalt, bei dir auch dann am Wohnsitzstaat versteuert wird. Ja, das sind die wichtigen Komponenten. Es können auch andere Faktoren hinzukommen. Da müssen wir dann im Detail in der Beratung eingehen. Wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass das immer funktioniert, aber man sollte es sich zumindest anschauen in deinem Fall, ob es bei dir funktionieren könnte. Weil die Realität ist natürlich, vielfach will man keinen Fremdgeschäftsführer bestellen. Erstmal ist es natürlich ein gewisser Aufwand. Es ist mit Kosten verbunden. Ich würde sagen, ein Fremdgeschäftsführer in einem der Länder, wenn man es seriös macht, natürlich, du kannst auch irgendeinen Frühstücksdirektor finden für 2.000 Euro im Jahr, das kannst du aber dann gleich sparen, das ist ja so unglaubwürdig. Aber mal angenommen, du hast jetzt einen wirklichen Geschäftsführer, der ist bei der Firma angestellt, macht es auf Teilzeitbasis für 1-2 Tage pro Woche. Der kostet dann sicherlich 1.500 Euro im Monat. Ja? Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich dann, was hat der Fremdgeschäftsführer für ein Recht bei meiner Firma? Kann der aufs Konto zugreifen? Kann der Verträge unterschreiben? Vielen ist natürlich da in gewisser Weise unwohl mit dieser Konstellation. Und deswegen möchte man natürlich diese Sache vielfach vermeiden. Sicherlich, wenn es jetzt 100%ig notwendig ist, um hier eine Steuerfreiheit tatsächlich zu erreichen, dann wird man es wohl oder übel machen. Aber vielfach sagt man sich natürlich, naja, wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich es lieber. Wie gesagt, wenn dich dieses Thema anspricht, wenn auch du in der Situation bist, dass du in Portugal vielleicht schon mit NRR-Status lebst oder in Spanien mit Beckham Law lebst oder dorthin umziehen möchtest und dich fragst, ob du einen Fremdgeschäftsführer brauchst in einem Land wie Zypern oder Malta oder dir das vielleicht sparen kannst, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link packen wir hier in die Beschreibung des Videos mit rein. Ich freue mich mit dir über dein spannendes Vorhaben zu Portugal oder Spanien zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.